Wenn wir gleich erstmal die Ameline Alice wieder, wie letztes Mal, wir werden genauso wieder starten wie jetzt. Wir sind wieder zu zweit, ich hatte Patrick gefragt, Patrick wollte mit bei sein. Ähm, ja, wir haben wie gesagt die Spirit Box. Ja, das Portal weiß ich nicht, ob wir das anmachen letztes Mal, da kam ja gar nichts. Also ich fand, da kam nichts. Nee, da kam wirklich nicht viel. Hallo. So, du verstehst uns gut? Ich verstehe euch gut, aber sehe euch nicht. Ja, das ist. Wir hatten, ich muss noch eben noch mal sagen, ich hatte ja probiert gehabt, sag mal, was soll das denn jetzt? Warte mal eben. Ich habe jetzt gesagt, dass ich dich anrufe. Und Was wird gemacht? genau. Und Kameras laufen auch. Und ich würde sagen, vielleicht möchtest du jetzt noch mal eben, bevor wir die Ameline und Alice einschalten, vielleicht noch was sagen zu den Zuschauern. Ja, also erstmal schönen guten Abend. Ihr kriegt jetzt vielleicht mit, dass relativ schnell eine Fortsetzung von dem Privatfall von meiner Freundin kommt. Und zwar hat es den Grund, weil tatsächlich beim ersten Teil schon so viele Rückmeldungen kamen, die sich bestätigt haben. Und wo jetzt natürlich sich auch neue Fragen daraus ergeben haben. Was jetzt alles richtig war, will ich im Einzelnen gar nicht sagen. Unter anderem hat er seinen Namen genannt, unter anderem hat sich ihr Bruder gemeldet, unter anderem wurde ihr Kosenamen genannt. Das, womit sie eigentlich gerechnet hatte, passierte nicht, nämlich dass sich ihre Eltern melden, gerade ihr Vater. Aber es gab so viel, was sich bestätigt hatte, und deswegen wollen wir jetzt einfach noch gucken, ob wir noch mehr rausfinden können. Genau. Genau, das hatte ich auch gesagt. Ja. Und es ist ja so ein außergewöhnlicher Fall. Also sowas hat man ja nicht jeden Tag zu bearbeiten, Gott sei Dank. Muss ich dazu sagen, weil das zehrt auch, denke ich mal, bei uns ganz schön an den Kräften bei Dennis wegen der Auswärterei, weil so viele Rückmeldungen kamen. Ich glaube, das war deine langwierigste Auswertung ever. Ja, ich habe, wie gesagt, für 15 Minuten Auswertung habe ich fast 3 Stunden gebraucht und dann war auch erstmal Ende. Also da habe ich dann auch, man wird leicht aggressiv. Ja. Weil, und dann man merkt mit einmal, du kannst nicht mehr, du hörst nichts mehr, du kannst nichts mehr aufnehmen und dann ist Ende, diese 3 Stunden. Dann habe ich den Rest des Tages habe ich dann, keine Ahnung, konnte ich nichts mehr machen. Ja, und aber man sollte ja auch nicht überstürzen, lieber gute Ergebnisse rausholen, also das Beste, was geht, so viel wie möglich, als jetzt zu sagen, oh schnell, das Video muss schnell fertig oder irgendwas. Nein, weil das wäre dann auch irgendwo fehl am Platz. Oder das würde auch den Sinn verfehlen, ne? Ja, definitiv. Ja, und bei ihr hat sich auch was getan seitdem. Sie bildet sich es zumindest ein, so hat sie es mir gesagt. Und es kommt jetzt in den Fragen aber auch, weil sie es verifiziert haben will. Sie hat schon das Gefühl, dass er sich seitdem bei ihr zu Hause vermehrt meldet. Sie ist sehr, sehr sensitiv, sie sieht, sie fühlt und sie kann ganz genau unterscheiden, ist es jetzt jemand, den ich kenne, eine Seele, oder ist es was Unbekanntes? Ist es etwas, was mir schaden will? Hatten wir auch schon. Deswegen, ja. Aber weißt du was, ich glaube jetzt, ja, weil jetzt kam ja auch das, sie hat Fragen gestellt
wir haben den Kontakt aufgebaut. Und jetzt hat er, wo er meint, okay, sie hat Fragen gestellt, jetzt kann ich da vielleicht eventuell mehr sein, weil ne, sie hat ja irgendwie auch den Kontakt aufgebaut. Dass er vielleicht jetzt mehr Kontakt sucht. Ja. Dass er sich wieder traut, zu ihr Kontakt aufzunehmen. Weil, das denke ich, darf ich auch sagen, sie war damals diejenige, die gegangen ist. Und er sagte ja bei der letzten PO, sie will ja nicht oder sie mag nicht. Irgend sowas kam da raus. Und das hatte sie ja dann auch bestätigt. Und er hat gesagt, ja stimmt, ich bin gegangen. Und wahrscheinlich hat er deswegen gedacht, dass sie jetzt keinen Kontakt mehr will. Aber also alleine wie er sich uns mitgeteilt hat, Leute, das ist ein Segen. Sowas hat man so selten. Klar, bei uns wird es immer mehr und die Seelen wissen, wir beten für sie und wir helfen denen, so es in unseren Kräften steht. Für diejenigen, die wollen, ne? Also wer nicht will, der braucht nicht müssen. Aber was er uns für Rückmeldungen gegeben hat und wie er wirklich schnell Vertrauen gefunden hat, also Wahnsinn, wirklich toll. Ja, das stimmt. Das ist auch für mich absolut sensationell. Ich hatte ja auch gesagt, ich hatte gemerkt, als ich jetzt zum Beispiel Fragen gestellt habe, er hat mir, glaube ich, eine Frage hat er mir, glaube ich, ja, die ich verstanden habe, das war mit der Waffe. Und dann habe ich gemerkt, wenn ich was gefragt habe, kam nicht mehr direkt irgendwas. Und sobald du gefragt hast, hat er sofort Antwort gegeben. Ich denke, er wollte wohl eventuell noch nicht seine ganze Energie verschwenden, weil er genau wusste, dass du bestimmte Fragen stellst. Zum einen das und zum anderen bin ich ja positiv mit ihr direkt verbunden. Du kanntest sie ja bis zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht. Mittlerweile habt ihr zumindest ein bisschen mal E-Mail-Kontakt gehabt, aber die Hauptverbindung bin halt ich in dem Fall. Ne? Ja, Hauptsache wie sie selber sagte, ich habe da auch das Zauberwort gesagt, ohne zu wissen, nämlich meine liebe Freundin. Ja. Und das hat ihm gleich positiv mir gegenüber eingestimmt. Hauptsache, er macht. Ja, das Gute ist, weißt du, die Kommunikation war da und er hat uns zumindest keinen Knoten in den Ohren gemacht. Ja. Ja. Aber wie gesagt, es kamen ja näher später leider immer mehr andere Seelen dazu. Genau. Das werden wir immer wieder haben, Dennis. Das gibt es auch bei anderen Orten, dass sich Seelen melden, einfach mal zwischendrin, vielleicht auch einfach, um wieder Hallo zu sagen. Gar nicht mal so sehr, weil sie Hilfe brauchen. Also Sie Roman, ne? Ja, genau. Ja, einfach nur Roman, fertig, zack, weg. Wie ist er wieder? Ja. Ja, wie gesagt. Und ich denke, die Seelen wissen mittlerweile, wenn sie Hilfe brauchen, dann können sie sich melden. Auch während einer PU für jemand anders. Nichtsdestotrotz ist jetzt diese zweite PU auch ausschließlich ihm gewidmet. Ich sage wieder nicht den Namen. Ich denke, er hat auch das letzte Mal ein paar Mal gesagt, wer er ist. Das kann er auch diesmal wieder sagen. Ich will es nicht von vornherein machen. Und dann werden wir einfach sehen, was passiert. Also das ist ja sowieso immer. Ich habe es leider am Anfang schon gesagt. Seinen Namen muss ich dann einmal piepsen. Ja. Und ich denke mal, die da aufgepasst haben, die wissen, wer gemeint ist und worum es geht. Genau. Ich glaube auch, dass du ein kleines Easter Egg da drin versteckt hast, dass du es sogar einmal sagst in dem Video. Das habe ich nicht vor. Ich habe es nicht vor. Das ist rausgerutscht, ja. So, pass auf, ich würde sagen, weißt du, wie die angeht? Ja. Patrick ich mach die Alice an. Ist gedrückt halt, ne? Warte.
So, ich starte dann mal. Steffi. Liebe Engel, liebe Meister und all meine guten Geister, wir sind jetzt heute hier wieder zusammengekommen, um spezielle Fragen beantwortet zu bekommen von einer Seele, die schon bei euch auf der anderen Seite ist. Ich habe eine liebe Freundin, die schon das letzte Mal die Fragen gestellt hatte. Und ich möchte wissen, ist denn da jemand, der zu meiner lieben Freundin mal gehörte? Ich schreibe jetzt mal seinen Namen auf. Treibstoff. Und daneben schreibe ich ihren Namen. Ist er denn, auf dessen Name ich zeige, da? Ich habe auch ein Bild von ihr hier in groß. Könnt ihr auch gucken, kennt ihr sie? Er. Das ist nicht, dass sie jetzt erschrickt, das ist das WhatsApp-Bild. Ein ganz süßes Bild. Ist jemand da, der sie kennt? Ankunft. Okay, sehr schön. Wer ist denn jetzt angekommen? Wer möchte sich denn mit mir unterhalten? Nach mit Doppel-R. Okay. Kannst du mir erzählen, wie du ums Leben gekommen bist? Ich fange übrigens an zu räuchern jetzt mit Palo Santo. Vielleicht geht es dann ein bisschen leichter mit der Kontaktaufnahme. Mhm. Erzähl mir mal bitte, wenn du da bist, wie du ums Leben gekommen bist. Straße. Also er ist ja nicht auf der Straße ums Leben gekommen, ne? Wie ich das verstanden habe, in der Nähe einer Straße. Aber mehr so Waldgebiet, oder? Keine Ahnung. Okay. Ich weiß nur, dass er war einkaufen. Hat wohl die Sachen in die Wohnung gebracht, wenn ich es richtig weiß, und ist danach mit seinem Auto wieder weggefahren. Und das ist gleich die nächste Frage, wo ist denn das Auto? Was ist mit diesem Auto passiert? Zwiebel. Ist auch Zwiebeln eingekauft, das weiß ich jetzt nicht. Kann natürlich sein. Öffentlichkeit. Kannst du mir deinen Namen nochmal nennen, wie du heißt? Sticke.
Sticke ist was, das hat Carsten mir mal erklärt. Das ist irgendwas, wo man einen Hund mit festmacht, draußen, mit in der Erde haut. Ah ja. Okay. Entscheidend. Entscheidend. Also für mich ist das diesmal nicht so offensichtlich wie das letzte Mal. Das letzte Mal war es ja ganz logisch und ganz klar, wer da kam. Ah, warten wir mal ab. Vielleicht dauert das noch einen Moment. Ja. Genau. Timo. Timo. Kann es vielleicht sein, dass das im Moment für dich das Medium ist, was dir schwerer fällt mit Alice und Ameline? Weil wenn ich es richtig weiß, klar, da kam auch einiges, aber das meiste kam über die Spiritbox, ne? Ja, und aus dem Portal kam ja so gut wie gar nichts. Wollen wir die Spiritbox dazuschalten? Warte mal. Kreativ. Kreativ. Ich vermute, ich vermute, er versucht jetzt kreativ irgendwo die Wörter da rauszufischen, uns darüber Antworten zu geben. Ich würde vielleicht noch mal kurz ein bisschen warten, Okay. wenn das in Ordnung ist. Naja. Wo ist denn dein Auto abgeblieben, liebe Seele? Kannst du mir sagen, wer dieses Auto mittlerweile hat oder wo es mittlerweile ist? Während. Oder kannst du mir sagen, wie deine Ex-Freundin heißt? Sie sind willkommen. Sie sind willkommen. Roland. Das ist Roland. schön, das freut mich. Dankeschön. Sie sind willkommen, Roland. Ich muss mal eben, was war das denn jetzt hier? Soll ich sie wegmachen? Ja. Wir müssen kurz unterbrechen. Das sind ganz dicke Winkelspinne auf dem Tisch. Ah, das ist die kleine. Ach, ja. Die ganz kleine ist das. War das die von der Couch? Ja. Schon durch. Kannst du leuchten? Du hast mit Spinnen keinen Vertrag, ne, Dennis? Ich habe eine Phobie davor. Aber sowas von. Vor Wespen und vor. Also jetzt vor Opa Langbeine und sowas kein Problem. Mord. Mord. Okay, er ist da. Hallo. Schön, dass du da bist. Ja, ich muss mich entschuldigen, dass wir unterbrechen mussten, aber wie gesagt, mit Würfel. Würfeln steht hier, würfeln. So, die Spinne ist Liebe draußen. Seele, du weißt ja, dass ich mit deiner Ex-Freundin Kontakt habe. Sie hat mir jetzt neue Fragen an dich geschickt. Und die will ich jetzt Stück für Stück dir mal stellen. Und sie möchte gerne von dir wissen, ob sie von den Behörden über die Umstände deines Todes belogen worden ist. Sarah, das ist nicht das Medium. Anruf.
als Anruf dazu geschaltet. Es ist richtig. Weil ich einfach zu weit weg wohne. Anrufen. 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 Also das muss ja irgendwas Eindeutiges sein. Also Ich kann ihr nachher schon eine Sprachnachricht schicken. Das kann ich machen. Aber dazu musst du mir sagen, was ich ihr mitteilen soll. Ich gebe das dann gerne an sie weiter. ich habe eine andere Vermutung. Ja? Er wollte vielleicht, dass sie dazugeschaltet wird. Ja, geht aber nicht. Ja. Das geht nicht. Die Vermutung hatte ich erst auch. Das geht nicht, aber ich kann ihr gerne weitergeben, was du ihr sagen möchtest. Braun. Braun. Auf was bezieht sich denn dieses Braun? Zeichen. Liegen wir richtig in der Annahme, dass du ermordet worden bist? Du kannst dir Energie nehmen. Geht dich Bei nichts Dennis an. steht Wasser. Geht dich nichts an, kam gerade. Und Dieb. Vorfall. Dieb, vielleicht was wir sagten, seine Stereoanlage gestohlen oder die anderen Unterlagen gestohlen. Und das geht dich nichts an. Ich denke mal, das ist bestimmt jemand anders, der sich da irgendwo zwischenklemmt wieder. Nee, da habe ich eine andere Vermutung. Um zu fragen, wer das war, wir haben ja, also sie und ich, wir haben ja eine Vermutung. Das wäre zu gefährlich für uns, dies Januar. bestätigt zu bekommen. Okay. Ach so, Ich habe hier ja mal, und ich schreibe noch mal den Namen auf. Vorfall kam auch noch. Mhm. Mit dem gab es ja viele Vorfälle. Du hast dich ja mit dem überhaupt nicht gut vertragen, weil der dir ganz schön auf den Senkel gegangen ist. Dem konntest du nichts recht machen, permanent war er nur am Meckern. Tragen. Und ich habe jetzt hier auf den Zettel den Namen von ihm geschrieben. Ist das der Name von dem, den wir vermuten, der sich die ganzen Sachen unter den Nagel gerissen hat? Tiefer Graben. Ja, das kann man jetzt zweideutig sehen, ne? Es hat mit ihm definitiv zu tun, ne? Das ist richtig. So verstehe ich das nämlich jetzt. Er war nicht derjenige, der
für deinen Tod verantwortlich ist. Zuschauen. Nicht direkt. Ja, aber er hat es in Auftrag gegeben. Stimmt das? An deinem Grab hat meine liebe Freundin ein Etikett gefunden. War das ein versteckter Hinweis für sie? Zugriff. Zugriff. Liebe Seele, würde es dir helfen, wenn Dennis bei sich auch räuchert, damit du mehr Kraft durch diesen Rauch bekommst? Verben. Verben. Weil ich räuchere hier extra mit Weihrauch. Quatsch, mit Palo Santo. Ich hole mir noch eine Kerze für dich dazu. Eine weiße Kerze. Wellen. Die will gar nicht stehen bleiben diesmal. Liebe. Liebe. Mhm. Du liebst sie immer noch sehr, ne? Sie dich auch. Das Ganze macht es für sie ja auch so wahnsinnig schwer, das zu verstehen und zu akzeptieren. Getränk. Getränk. Getränk steht bei Dennis, Wasser bei mir auch. Ja. Und Nüsse stehen auf dem Kannst du Tisch. dich gerne bedienen. Und Energy. Braten. Braten. Sie möchte auch ganz gerne wissen, ob sie dich öfter schon bei sich in der Brandwunde. Wohnung ob sie dich schon öfter in der Wohnung jetzt gesehen hat, seit der letzten paranormalen Untersuchung. Stehst du ab und zu bei ihr im Vorzimmer? Oder kommst du ab und zu ihr und umarmst sie? Bist du das, liebe Seele? Ist zu zäh. Forschung. Forschung und Ich habe einen Arm verloren. Ja, das ist nicht er. Nee, ich würde jetzt wirklich mal vorschlagen, mach mal die Spirit Box an. Ich denke, da bekommen wir bessere Antworten. ja. Dann mache Machst ich du Blind Session? jetzt sofort nein. Okay. Ich würde sagen, wir lassen erstmal, weil ich lasse erstmal mit dem Radio einpegeln. Radio einpegeln. Radio einpegeln. Radio einpegeln. Die. Oh, War das jetzt eine Rückkopplung von mir oder wurde da gerade was gesagt? also ich habe nur aha gemacht. Versprechen.
Also, ich meine, ich habe, gut, das werde ich ja vielleicht darüber hören. Ich mach das mal an. FM mode. Halt, hier irgendwas stimmt hier nicht. Wenig. Wir müssen, lass uns die ausmachen. Fällt dir dieses Medium jetzt leichter? Da konntest du ja das letzte Mal ganz toll drüber sprechen. Er wird vielleicht. Nicht finden, habe ich verstanden. Okay. Kannst du? Sag mal, dieses Etikett an deinem Grab, liebe Seele. Ein versteckter Hinweis für meine liebe Freundin. Ich habe ihren Namen gerade verstanden. Ja. Stehst du ab und zu bei ihr im Wohnzimmer? Ich habe verstanden, jeden Tag. Ja. Das habe ich auch verstanden. Umarmst du sie öfter auch? Was ist wurde gewünscht? Sie möchte ganz gerne auch wissen, welches Lied sie auf seiner Beerdigung gespielt hat. Grausam habe ich verstanden. Mhm. Das ist grausam. Also ich habe eben Whitney Houston gehört. Es wäre jetzt die nächste Frage gewesen, ob kannst du den Interpreten nennen?
Ich weiß es nicht, welches Stück es ist. Ich kann nur die Fragen stellen. Okay. Teil mir doch bitte mit, wer für deinen Tod verantwortlich ist. Einem Jahr. Einem Jahr. Einem Jahr. Einem Jahr. Boden, 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 Boden. Gut. Also ich habe Wut verstanden. Oder Wut, genau. Also. Soll sie den Brief an das Gericht abschicken? Niemals. Nein, da kam irgendwas mit Hinweis. Es gab. Selber reingezogen. Selber reingezogen. Selber reingezogen. Selber reingezogen. Habe ich irgendwas, mich selber reingezogen? Ich merke, wie verzweifelt du gerade bist. Dir fällt es heute sehr schwer, ne? Bist sehr traurig, habe ich auch den Eindruck. Das kann ich gut verstehen. Bin angekotzt. Kannst du uns dann mal deinen Namen bitte nennen, damit wir wissen, dass du auch jetzt hier anwesend bist? Meine liebe Freundin möchte ganz gerne von dir wissen, wen haben die Behörden denn als deine Erben eingesetzt?
warst ja nicht verheiratet. Du warst ja schon geschieden, bevor du mit meiner lieben Freundin zusammengekommen bist. Ja. Weißt du denn, was in dem Brief stand, den meine liebe Freundin bei dir mit ins Grab gelegt hat? Spontan. Weißt du denn, dass das Beerdigungsinstitut sie erpresst hat? Und das, was sie da aktuell durchzumachen hatte und immer noch hat, ist wirklich heftig. Und es hat ja irgendeinen Grund, warum du wolltest, dass sie benachrichtigt wird. Irgendwas mit Kreislauf. Wir hatten ja das letzte Mal nach dem Passwort von deinen E-Mails gesprochen. Stimmt es, dass dein Passwort im Zusammenhang mit deiner Mutter steht? Wenn ja, wie denn? Welchen zusätzlichen Hinweis kannst du ihr denn bitte noch geben? Meine liebe Freundin möchte wissen, ob du krank warst.
Meine liebe Freundin macht jetzt jeden Abend ein Abendritual. Und sie möchte gerne wissen, was du davon hältst. Links jetzt. Dann kann ich ein. Gefällt dir das Räucherwerk, was ich hier für dich verbrenne? Tut dir das gut? Jemand rufen, habe ich gerade gehört. Meine liebe Freundin möchte gerne wissen, ob du stolz auf sie bist. Dann wirst du ja auch wissen, dass sie jeden Tag an dich denkt und dass sie dich sehr vermisst. Zum Abschluss. Außen. Noch so ein bisschen explodieren. Irgendwas ohne sie. Existiert ein Testament von dir, was von dir persönlich unterschrieben wurde? Wenn ja, wo ist das? So, ich wollte. Hast du für dein Baby einen persönlichen Abschiedsbrief hinterlassen?
hier noch den Namen eines Herrn stehen. Und dein Baby möchte gerne wissen, welche Rolle dieser Herr spielt. Wurzeln. Liebe Kinder, wer hat denn die Festplatte deines Laptops ausgebaut? Das heißt, komm. Das heißt, komm. Das heißt, komm. Das heißt, komm. Möchtest du, dass meine liebe Freundin, dein Baby, Ansicht einfordert? Also bei. Also bei. Also bei. Also bei. Oder soll sie es lieber bleiben lassen? Kann das sein? In dieser Sack. Setz ich mir vor. Weniger. Wenn du es möchtest, möchte ich dich bitten, dass du sie dahingehend unterstützt. Du bist ja jetzt im Licht Stopp. drüben, ne? Was war das? Hört es sich an, als wenn das von draußen kommt? Oder kann nichts sein da. Von den Nachbarn, aber die tun noch nicht draußen. Du kannst dir ja auch von den anderen Entitäten drüben Unterstützung holen, um sie zu unterstützen. Aber sie nimmt dich schon wahr, dass du bei ihr in der Nähe bist. Definitiv. Möchtest du ihr noch irgendwas mitteilen?
meine Fragen soweit durch. Du kannst gerne auch nur noch was sagen zu ihr. Ihr noch eine Nachricht hinterlassen. Ich meine, ich habe schon wieder verstanden, liebe sie. Schon wieder, glaube ich, bin mir nicht sicher. Irgendwas mit Freunden habe ich jetzt gehört. Kannst du mir denn sagen, was sie für eine Haarfarbe hat? Für eine Augenfarbe? Ist egal. Und Patrick hat verstanden, dunkelblau. Welche Haarfarbe hat sie? Blond. Eindeutig, habe ich gehört. Ja. Sehr gut. Wenn ich das richtig sehe hier auf dem Bild, waren beide Antworten richtig. Perfekt. Auch dunkelblau? Ein schönes, kräftiges Blau. Wahlendes. Liebe Seele, möchtest du ihr noch irgendwas mitteilen oder uns? Kann ich noch irgendetwas für dich tun? Ich meine, ich bin mir nicht sicher, ich habe verstanden. Ich gehe zu ihr zurück. Ich kann dir ins Licht helfen, wenn du das möchtest. Eine Nachricht schreiben? Was soll ich denn für eine Nachricht schreiben?
An Sie? An das Baby? Und wen? Von selbst. Ja, die Tradition. Die Liturgie. Der Vater. Der Vater. Ein Angriff auf. Wie wär's mit Änderung? Sind sicher. Möchtest du, dass ich für dich ein Gebet spreche? Zum Saisonende ziehen wir rein. Schafft ein Wagen. Irgendwas mit erwartet, habe ich gerade verstanden. Habe ich richtig gehört, ja? Ich bestätige. Okay, gut. Dann hole ich mal mein Büchlein. Wenn du dir das wünschst, dann bekommst du das natürlich. Selbstverständlich. Ich verneige mich vor deinem Schicksal und gebe dir die Ehre. Dir ist böses Unheil geschehen und du bist viel zu früh aus deinem Leben gerissen worden. Das tut mir unsäglich leid. Ich weiß, wie ungerecht es ist. Wir haben leider nicht die Möglichkeit, denjenigen vor Gericht zu bringen, der dafür verantwortlich ist. Und du möchtest ja auch nicht, dass meine liebe Freundin, die du ja zärtlich dein Baby nennst, dass sie selber ermittelt. Deswegen möchte ich dich bitten, lass es los, wenn du es nicht längst getan hast. Nimm die Worte an, dass wir dir alle nur das Beste wünschen, alles Liebe wünschen und dass du den Weg ins Licht wieder findest, von dem du aber auch jederzeit, wenn du wieder etwas Heilung bekommen hast, zu deiner Liebsten, zu deinem Baby zurückkehren kannst. Ich wünsche dir, dass du deinen Frieden findest. Ich meine, jetzt kam Friede. Der Gott der Ewigkeit, wir bitten dich für alle hier anwesenden Seelen, speziell aber für diese eine liebe Seele meiner liebsten Freundin, nimm sie bei dir auf und schenke ihr ein neues Zuhause. In Frieden und Freude bei dir. Wir bitten dich, erhöre uns. Es segne und behüte uns der allmächtige und barmherzige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Amen.
Ich meine, ich habe Amen habe ich verstanden. Ja. Das ist so wundervoll. Dann lasse ich dich jetzt den Weg ins Licht gehen und ich würde sagen, wir beenden jetzt hier die Session. Ich möchte mich ganz recht herzlich für deine Antworten bedanken und wenn du wieder eine Session wünschst, dann lass es uns bitte wissen. Wir sind gerne wieder für dich da. Ich möchte mich bedanken bei den Engeln und Meistern und meinen lieben Geistern für die Hilfe und Unterstützung. Jetzt sind wir fertig. Ja. Ja. Ja, ich bin mal gespannt. Machst du die Alice nochmal an? Die Ameline? Also ich hatte irgendwie so ein Gefühl, dass da nicht mehr ganz so viel kam wie letztes Mal, aber das ist ja auch eine... Man kann es ja nicht immer erzwingen, ne? Man weiß ja auch nicht, was genau da jetzt gerade los ist oder ob das hier... Ich denke mal, wir hatten wieder so einen guten Tag erwischt. Weißt du, mir war es jetzt wichtig, also ich denke schon, dass Antworten gekommen sind, definitiv. Dekoration. Aber halt nicht in diesem Maß, in dieser Menge, wie das letzte Mal. Warum? Das meiste ist ja schon gesprochen. Und er hat ja jetzt auch selber wieder Kontakt mit ihr. Ja. Deswegen denke ich mal, also wir haben viele Antworten gekriegt, wenn auch nicht auf jede Frage. Bei ein paar habe ich wirklich den Eindruck gehabt, da verweigert er die Aussage, um sie nicht in Gefahr zu bringen. Und Organisation. Organisation. Ich denke aber auch, dass er beim ersten Mal eindeutig, also die Hinweise mit Achtung wegen dem Schutz. Er möchte ja auch schützen. Und ich denke mal, dass er vielleicht auch jetzt ab hier sagt, lass es ruhen, lass es so, wie es ist, grab nicht danach, weil gräbst du zu tief, gräbst du deine eigene Grube. Ja, Schreiben. Hochklettern. Na, das ist, denke ich mal, so würde ich das nämlich vielleicht auch machen. Weil, ja. wenn ich auf der anderen Seite bin, bin ich auf der anderen Seite. Was soll ich da jetzt noch viel machen? Klient. Dann würde ich auch eher mehr wollen, also wenn zum Beispiel meine Frau noch lebt, dass es ihr bis zum Lebensende gut geht. Und würde sie nicht in Gefahr bringen. Ne? Richtig. Was mich jetzt ein bisschen irritiert hatte, wo er gesagt hatte, dass, wen haben Sie als Erben von seinen Sachen eingesetzt? Dann kam ja meine Frau. Und er ist ja schon geschieden. Da war er ja mit meiner Freundin noch gar nicht zusammen. Ja. Jetzt ist die Frage, meint er seine geschiedene Frau oder bezeichnet er meine Freundin als seine Frau? Ich denke mal, dass... Weil sie hat nichts gekriegt, ne? Also es kam Münze und Führer, aber ich würde eher zu dem zweiten tendieren. Ich habe schon überlegt, ob ich meine Alice noch anmache, aber was soll noch kommen? Mir ist es jetzt wichtiger, er geht ins Licht Südlich. und kommt auch erstmal für sich selber in Ruhe oder zur Ruhe, in Frieden rein. Dann ist er ihr dienlicher
kann sie mehr unterstützen als anders. Überraschung. Überraschung. Bedrohlich. Hat das heute Bedrohlich. mit meinem Palo Santo, obwohl das auf einer Räucherkohle lag, raucht's kaum. Ich habe irgendwie, Keine Ahnung, was da los ist mit. ich hab irgendwie das Gefühl, ich wollte ganz gern auch noch was anzünden. Mhm. Ja, mach doch. Ist doch jetzt noch der perfekte Moment dafür. Ich nehme. Verletzt. Verletzt. Wer ist denn verletzt? Also er ist weg, das weiß ich. Das merke ich. Weil ich meine, da kam vorhin auch, ich gehe wieder zu meiner Frau oder irgendwas kam da. Ah, Odin. Den hatten wir doch schon mal. der Allvater aus der nordischen Mythologie. Mund. Mund. Habe ich nicht gerade so gemacht? Ich hab mir gerade die Pinzette in der Nähe vom Mund gehalten, weil ich wissen wollte, ob die halt noch heiß ist. Und dann kommt Mund. Mit wem sprechen wir denn gerade? Batterien sind leer. Batterien sind leer. Das leuchtet. Deutschland. Deutschland. Ich habe gerade schon. Warte mal eben. Warte mal, ich muss mal eben einen Test machen. Hallo? 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 Da kam gerade schon wieder was übers Telefon. Telefon. Okay. Wer möchte denn über mein Telefon mit Dennis reden? Minderheit. Minderheit.
Ich warte ja noch auf einen Namen. Den habe ich jetzt im Kopf. Mal gucken, ob der kommt. Kasten. Wie? Kasten? Kasten. Kasten. Ich habe einen Namen im Kopf. Der Name ist auch in dem Gerät drinne. Kam schon wieder was? Oder war das jetzt eine Rückkopplung? Gast. Gast. Wer ist denn unser Gast? Wie heißt du? Feder. Feder. Federn sind ja Hinweise auf Engel. Tod. Tod. Gehörst du zu den Engeln? Genau das wollte ich eben fragen. Die helfen, dass sie die Seelen auf die andere Seite begleiten? Das war meine Frage, die ich gerade stellen wollte. Nord. Nord. Danke dir, dass du hier bist. Bist du denn damit einverstanden, was wir machen? Auslaugen. Auslaugen. Es ist anstrengend, es laugt aus, ja, das ist richtig. Es ist aber auch für die Seelen sehr anstrengend, ne? Ich bin auf jeden Fall dankbar, dass du uns begleitest und dass du auch die Seelen dann begleitest und sie unterstützt, damit sie ins Licht gehen können. Danke für dein Sein. Kannst du uns denn auch Fragen beantworten? Oder darfst du uns Fragen beantworten? Ich möchte beichten. Ich möchte beichten. Und Großelternteil. Großelternteil. Von mir bist du kein Großelternteil. Dennis, ich glaube, der gehört zu dir. Mach es selbst. Mach es selbst. Ich möchte beichten. Großelternteil, mach es selbst. Wer ist denn hier? Ist das auf mich bezogen? Oder ist es auf mich bezogen, auf Patrick? Äußerst. Äußerst. Kannst du dich mal irgendwie bemerkbar machen hier, wenn du hier gerade bei uns bist? Hier kommt gerade ein ganz strenger
Blütengeruch durch, also so Richtung Kopfschmerzen so stark. Aber ein Blütenduft. Nicht rosa, aber auch irgendwas sehr Markantes. Hatte dein Opa Zucker, Dennis? Weißt du das? Nee. Also nee. Dieter, Dieter. Also ich habe keinen, der Dieter heißt. Ich hatte einen Onkel, der Dieter hieß. ich wurde angebunden. Ich wurde angebunden. Moment. Was habe ich dir erzählt? Die Polizei hat die Wohnung versiegelt gehabt. Ja, Die Pflege war vorher noch da. Als sie dann später wiedergekommen ist, also sie hat ihn ja tot auch wieder aufgefunden. Die Polizei hat die Wohnung versiegelt, weil weil er im Rollstuhl angebunden war. ja. Und das mussten die erstmal klären. Mein Mhm. Name ist Sandra. Mein Name ist Sandra. So, und jetzt wissen die nicht, ob er von der Pflege angebunden wurde in dem Rollstuhl. Er saß ja im Rollstuhl. Ja, weil er selber... Ja, die haben jetzt gesagt, der war jetzt nicht richtig so festgebunden, aber die müssen das halt nachgeben, weil er eingeschränkt war, ne? Dadurch. Ja, klar. Was hast du denn gerne früher gemacht? In deinen jungen Jahren oder bis begraben? Er wurde ja jetzt eingeäschert. Was hast du denn gemacht, hobbymäßig? Was war denn dein Hobby? Batterien. Batterien, ja, okay, das gehörte auch damit zu, aber Du hast vorhin gesagt, du möchtest beichten. Heute Abend. heute Abend. Ja, was möchtest du uns denn beichten? Herz. Zeitschrift. Zeitschrift. Was war das denn? Das war ihr voll. Kleines Mädchen. Kleines Mädchen. Kleines Mädchen. Hattest du früher ein kleines Mädchen? Hattest du eine Tochter, um die es jetzt geht? In den Ruhestand gehen. In den Ruhestand gehen. Nur noch eine Stunde.
Nur noch eine Stunde. Nur noch eine Stunde. Das ist jetzt 10:30, das wäre dann 11:30. Hm. Ich habe hier für dich mal eine grüne Kerze angezündet. Da kannst du dir auch gerne Energie nehmen. Wofür stehen denn blaue? Blaue Kerzen? Hm? Dann musst du Aradia fragen. Blaue Kerzen stehen für Schutz. Das ist die Energie von Erzengel Michael. Warum ist es so dunkel? Warum ist es so dunkel? Jo. Sollen wir die Licht abmachen? Nee, ich denke mal bei ihm. Ja, für Kerzen. Vermuten. Vermuten. Eine Kerze anzünden, Dennis. Ja, ich guck gerade. Grüne? Du Bitte? musst ja nicht auch grün nehmen, du kannst eine gelbe auch nehmen, das ist ja egal. Ist es so besser? Oh, ich krieg ein Piepen auf dem Ohr. Piepen? Ja. Dann spricht dir gerade jemand bestimmt ins Ohr. Starb. Starb. Also gestorben, starb. Mhm. Stehst du mit jemandem von uns in einem verwandtschaftlichen Verhältnis? Aufzug. Aufzug. Zuversichtlich. Zuversichtlich. Wird es für dich jetzt heller? Beabsichtigt. Beabsichtigt. Ja, das hatten wir schon beabsichtigt, deswegen hat der Dennis auch eine Kerze angezündet. Kannst du uns denn mal irgendeinen Namen sagen? Egal, irgendeinen Namen, damit wir wissen, wie wir dich ansprechen können oder dürfen. Kaffee. Kaffee. Hast du irgendeinen Wunsch an uns? Warum meldest du dich bei uns? Kremat. Kremat.
hat, ist jemand, der kremiert worden ist, also verbrannt worden. Das kam schon lange nicht mehr. Ja, mein Opa. Einmal. Einmal. Ja, öfter muss man es normalerweise auch nicht machen. Ein bisschen ungünstig. Lösung. Du hattest vorhin von einem Mädchen gesprochen. Geht es da um deine Tochter? Und du wolltest beichten. Hat es mit ihr zu tun? Damit, wie du dich ihr gegenüber benommen hast? Willst du mal das Bild auf der Kamera überprüfen? Wieso? Wegen der Kerze. Anmerkung. Anmerkung. Stimmt. Ich muss mal muss. Möchtest du, dass wir ihr noch was von dir ausrichten? Was hast du denn für einen schwarzen Fleck auf der Stirn? Oder täuscht das jetzt? Entdeckt. Ich, Tiefe. Tiefe. Ich habe gerade von der zweiten Kamera geguckt. Und bei Patrick sah das so aus, als wenn er oben auf der Stirn einen Mund hat. Und dann kam mit einmal entdeckt. Aber das ist, glaube ich, Schatten irgendwie, keine Ahnung. Ich habe so leichte Ohrenschmerzen. Das ist so, als wenn ich gerade so anfängt mit Ohrenschmerzen. Nach dem Piepen. Film. Film. Musstest du viele Pillen nehmen? Film. Achso. Weil ich habe gerade die Kamera so kontrolliert. Hm. Kannst. Kommen. Kannst du uns mal einen Gegenstand hier sagen aus diesem Raum? Umwelt. Umwelt. Es ist heute arg träge. Ja, ich würde es auch gerade sagen. Also es ist mühsam. Ah, du. Das habe Ja. hab ich auch immer gesagt und dann hast du da ganz andere Sachen wieder drauf gehabt und das hat Haufenweise Groupies, ne? richtig und das war dann wieder so ein Grund, sich dann wieder hierher zu begeben. Fällt dir denn das auch schwer, über die Alice und über die Ameline zu reden? Vielleicht mal lieber, dass wir das Portal anmachen. Ich weiß nicht, hast du das überhaupt dabei? Spitze. Hast du das Portal da, Dennis? Nee, habe ich nie mit. Das habe ich heute weggelassen. Okay. Spitze. Willst du mal die Bildbox nochmal anmachen? Warte. Gewehr KT. Was?
Gewerkatie, keine Ahnung. Kannst du das anders formulieren, bitte? Psychologe. Psychologe. Wie können wir dir denn helfen? Was möchtest du denn von uns? Köln. Köln. Ähm, bei einer Bekannten von mir, zahlreich, bei einer Bekannten von mir, sie hatte die Vermutung, dass sie war sich nicht sicher, ob sie das geträumt hatte oder ob das echt war. Sie wurde am Bein gezogen. Was? Anzug. Anzug. Sie wurde am Bein gezogen. Im Bett. Ist derjenige hier? Hat sie das geträumt oder gab es da wirklich jemanden, der das gemacht hat? Dusche. Dusche. Grausamkeit. Dusche. Wenn man das jetzt... Naja. Wir dürfen nicht vergessen, hier waren, wo ich ja jetzt hier wohne, ne? Pass auf, wo ich hier wohne, das ist ja Nordwolle. Hm? Das waren ja früher, auch im Krieg, hier waren ja Zwangsarbeiter. Hm. Ihr könnt mich sehen. Und es war bei einem der letzten Male ja auch so, dass aus einem Bunker, beziehungsweise aus dem anderen Zwangslager, da ja auch welche vorbeikamen. Wo wir eigentlich nur räuchern wollten und dann haben die sich auf einmal gemeldet. Oder die waren Weißt du von... noch? Ja, Gebunden. gebunden. Oder die waren von hier. Ja. Ja, aber das war ja der Italiener, der wieder gesagt hat, er habe fertig, ne? Richtig. Ja. Ja, ich glaube, die Videos, die gehen demnächst auch nochmal wieder hoch. Buchstabieren. Ja. Niedlich. Niedlich, buchstabieren und niedlich. Habt ihr irgendeine Bitte an uns, was wir tun sollen für euch? Möchtet ihr Hilfe?
Umgarnen. Beschlossen. Beschlossen. Ich glaube, da kommt doch nicht mehr viel, ne? Nee. Nee, dann würde ich es mal bleiben lassen jetzt. Ja. Liebe Seelen, ich bedanke mich für euch, bei euch, dass ihr uns so viel Vertrauen entgegenbringt und uns auch immer wieder Antworten gebt. Heute war es ein bisschen anstrengend, aber das macht nichts. Wir kommen ja irgendwann mal wieder. Dann können wir uns ja weiter unterhalten. Ich möchte euch bitten, wieder zurückzugehen an den Platz, wo ihr herkamt. Dieses Gartenhäuschen gehört dem Dennis. Zählen. Flittchen. Flittchen und zählen. Danke. Alles bleibt an einem Ort. Wir bleiben hier und ihr geht fort. Verlorene Seelen, So, bitte ausmachen. schreien. Para-Instinkt fühlt euch, ihr seid nicht allein. Aradia ruft euch, lasst das Dunkle vergehen. Rosi Spirit House hilft euch, ins Licht zu sehen. Ich lauf durch den Nebel, ich hör euren Ruf, eure Stimmen im Wind, voller Angst, voller Wut. Para-Instinkt spürt euch, ich weiß, ihr seid da. Verlorene Seelen, kommt näher, seid nah. Eure Tränen sind stumm, eure Schatten so kalt. Doch eure Zeit ist nicht um, lasst los, werdet bald. Folgt meiner Stimme, ich zeig euch den Weg. Lasst die Dunkelheit sterben, es ist nie zu spät. Verlorene Seelen, wir hören euch schreien. Para-Instinkt fühlt euch, ihr seid nicht allein. Aradia ruft euch, lasst das Dunkel vergehen. Rosi Spirit House hilft euch, ins Licht zu sehen. Ich spür eure Ketten, so schwer, so fest. Ihr schreit ohne Stimme, in endlosem Test. Aradia sieht euch, ihr seid nicht vergessen. Lasst die Schatten los, lasst euch nicht stressen. Die Zeit heilt nicht alles, doch wir sind hier mit Para-Instinkt und Rosi. Wir stehen bei dir. Verlorene Seelen, fühlt unsere Kraft. Wir holen euch heim, spürt ihr die Macht. Ihr seid nicht allein, wir halten euch fest. Rosi Spirit House bringt euch ins ewige Nest. Die Schatten vergehen, die Stimmen verklingen. Hört ihr die Engel, sie fangen an zu singen. Verlorene Seelen, wir hören euch schreien. Para-Instinkt fühlt euch, ihr seid nicht allein. Aradia ruft euch, lasst das Dunkel vergehen. Rosi Spirit House hilft euch, ins Licht. Kannst du das zum Leuchten bringen?